Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Willkommen bei Pitted Studio TV. Mein Name ist Björn. Und ich bin Jenny. So, und wir haben heute wieder eine Questions and Answers. Ne? Genau, richtig. Ja, viele Fragen habt ihr uns gestellt. Vielen Dank dafür. Und die versuchen wir jetzt im Rahmen dieser Veranstaltung hier zu beantworten. Genau. Dann leg mal los. Genau, also die erste Frage ist, besitzt ihr eigentlich auch weiße oder bunte Klamotten? Nee. Nee, eigentlich nicht, nee. Ich habe noch mein Hochzeitskleid. Ja? Das war tatsächlich weiß. Und zwar richtig weiß. Nicht Champagner, nicht Eierschal oder sonst irgendwas, sondern weiß. Und das war auch gar nicht so einfach damals, an ein solches Kleid zu kommen. Die weil wollten das dir mal Champagner andrehen. Ja, aber dann sieht man doch so blass aus. Ja. Irgendwie. Nein, ich will aber kein Champagner. Ich möchte gerne weiß. Nicht schön für den Tank, ne? Schneeweiß. Wenn man weiße Tennissocken trägt. Nein, haben wir nicht. Eigentlich nicht. Ja gut, ich hab auf jeden Fall sehr viele unterschiedlich farbliche Hosen in mir genäht, ne? Also Tigerhosen, Zebrahosen, also da ist auch manchmal Farbe mit drin. Das gibt's schon, ja. Aber ansonsten ist alles schwarz. Eigentlich ist das schon ganz schön bunt. Das stimmt. Aber, ja. Hosen schon, ein paar Jacken habe ich auch so, aber eigentlich so, also der Grund ist immer schwarz. Genau, richtig. Ja. So wie die bunte Farbe auf dem Emblem des T-Shirts. Der Akzent. Die weiße Tennissocke. Genau, nächste Frage. Wird es in eurem Spiel auch Unterwasserschwimmen geben? Nein. 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 Könnt ihr euch ja jetzt auch angucken und seht, das braucht es auch nicht. Nee. Nächste Frage. Wird man sich Fraktionen anschließen können? Es wird Fraktionen geben. Anschließen, nein. Nicht so in dem klassischen Sinne, wie wir es früher gemacht haben. Ja. Es ist Dungeon Crawler und du hast mehrere Fraktionen, du hast mehrere Probleme und so. Ax Fatalis ist ein gutes Beispiel. Da könnt ihr euch ja mal angucken, wie das da gemacht ist. Das ist dem sehr ähnlich. Genau. Wir haben die schöne moderne Indie-Variante davon gebaut. Also. Dann wird es im neuen Spiel erstmal ordentlich aufs Maul geben und dann erst gequatscht oder andersrum? Oh Mann, sowohl als auch. Also man kann auch theoretisch versuchen, vorbeizurennen. Ne? Ja, also es gibt viel Geklopper auf jeden Fall. Ja. Also beides. Ja. Der Fokus liegt, glaube ich, so ein bisschen mehr auf dem Exploring, weil wir ja jetzt auch eingebaut haben, dass man Sachen untersuchen kann zum Beispiel und deswegen ist es so ein bisschen gemischt. Also wir werden uns bemühen, auf jeden Fall ein bisschen schwerer zu machen an einigen Stellen, dass man sich vorbeischleichen können sollte, wenn man da, ne? Das gucken wir mal, ob das klappt. Also ist immer nicht so einfach. Ja. Wenn ihr zockt, wie sieht das dann aus? Spielt jeder eher für sich oder spielt ihr auch mal kooperativ? Kooperativ? Also Phasmophobia spielen wir gelegentlich mal. Kooperativ. Aber gegeneinander spielen wir nie. Ich habe 140 Stunden mittlerweile bei Phasmo. Ja. Also das machen wir schon, aber das spielt man ja zusammen. Aber gegeneinander eigentlich nicht. Nee, das sind wir nicht so die kompetitiven Menschen sind wir nicht. Wir sind eher wir gegen den Computer. Oder wenn einer zockt und das Spiel ist spannend, dann schaut immer einer zu und einer spielt. Ja. Oder kommentiert oder fiebert mit. Oder manchmal haben wir auch sogar abgewechselt. Björn eher die Action-Parts gespielt und ich die prötteln immer eine Stunde im Inventar rum und rüste wieder auf Parts. Ich habe mal gehört, das wäre der Klassiker. Tatsache? Ja, das ist so, ja. Bei Anja und Markus ist das auch so. Okay. Ja. Hallo, Grüße. Dino-Nerds. Schönen guten Tag. Also wir haben auch zum Beispiel so Spiele wie Fable damals zusammengespielt. Ja. Dafür haben wir extra noch eine zweite Xbox angeschafft. Da hatte man so einen Freimonat, ja. Normalerweise muss man ein Abo abschließen und so, aber die hatten so einen Freimonat und so. Und wir haben gesagt, wir kaufen uns jetzt 2 Versionen von Fable 3 war das, ne? Und noch eine Xbox 360 dabei. Ja. Und dann verlinken wir die mit System Link. Nee, das war übers Internet. Sonst hätten wir ja gar nicht, ne? Ja, Internet. Genau. Und dann haben wir den Monat ausgenutzt und danach haben wir gedacht, ach, jetzt auch gut, ne? Jetzt wird's zu teuer. Jetzt wird's zu teuer.
No. Das war ganz schön bekloppt. Ja, wir hatten ein gedacht, bisschen. vielleicht schaffen wir das in dem Monat irgendwie. Das hat auch Spaß gemacht, aber Ja. irgendwie war es dann doch ein bisschen... Weil sie kaufen sich eine Xbox, aber laufende Kosten wollen sie nicht zahlen. Ne? Es Wir ist... sind keine Leute auf Raten, ne, oder? Nee. Nee, wir kaufen lieber Sachen, die wir uns leisten können. Ne? Ticken zu umständlich. Ja. 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 Ja gut, mal gucken, was jetzt demnächst kommt. Da kommt ja nochmal ein Fable raus. Ich bin mal gespannt, Oh ja. was sie da machen. Oh ja, sehr spannend. Wie oft passiert ist, dass ihr eine Folge mit Wir sind zwei Piranhas anfangen? Also ich muss immer eine Gedankenpause machen, wenn ich sage, hallo, hier ist TV. Ne? Ist schon schwierig, ja. Also die Ungewöhnungsphase ist noch nicht zu Ende. Wir machen das jetzt ein Jahr, glaube ich, etwa. Ne? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz, ne? Nee, ein Ja, halbes. guck mal. Ja. Ja, keine Ahnung. Mhm. Das steckt immer noch so drin, ja. Passiert öfter, ja. Ja, bei mir auch. Aber nicht mehr ganz so oft wie am Anfang. Nee. Ja, da fragt jemand, wird es ein Elex 3 geben? Also die Marke, die gehört uns ja nicht mehr. Ja? Ja. Die Marke gehört uns nicht und deswegen können wir öffentlich auch gar nichts dazu sagen und haben auch überhaupt gar keinen Einfluss mehr darauf und Ja. machen jetzt was anderes. Ja. Dann künstliche Intelligenz in der Spieleprogrammierung. Ach, da hatten wir letztes Mal schon drauf. Genau, also die Frage ist, wie viel davon nutzt ihr für euer eigenes Projekt? Mhm. Einige Sachen schon und vor allem in der Ideenfindung, in der Konzeptphase, da gibt es ein paar Sachen, wo man sagt, oh, zeig mir mal dies, zeig mir mal das, um Ideen zu entwickeln. Aber es ist nur ein kleiner Teil. Genau, also ausschließlich zur Inspiration. Ins Ja. Spiel selber fließt nichts davon. Ja. Und bei der Inspiration ist es auch nur ein Teil. Es ist nicht from scratch, machen wir mal eine originelle Idee oder so, sondern das ist schon, es kommt immer irgendwas Randommäßiges dabei raus, wenn du AI benutzt, ne? Und wir sind da schon teilweise sehr konkret und deterministisch unterwegs. Wir haben schon konkrete Vorstellungen von Sachen, wie sie sein sollen und haben vielleicht noch nicht so eine Idee, wie es jetzt konkret aussehen soll oder sowas, ja. Da kann man sich schon mal inspirieren lassen, aber prinzipiell recht wenig momentan. Ja. Genau, also gerade jetzt nutze ich es auch nicht. In der Designphase haben wir mal ein bisschen was Als ausprobiert. klassisches aber- Beispiel, so Dialoge schreiben oder sowas, das machen wir alles von Hand, Ja. klar. Na, da haben wir ziemlich konkrete Vorstellungen, wie das aussehen soll, was der sagen soll, derjenige und so, das benutzen wir nicht. Genau. Vielleicht sind wir da auch noch ein bisschen oldschool, aber das läuft uns leichter von der Hand, wenn wir nicht fremdbestimmt sind. Ne? Ja. Ja. Ich glaube, das ist auch gar nicht so unüblich. Du. Ja, kann sein, ja. Wie sieht es mit Voice Acting aus? Das ist ja für die meisten Indie-Studios sehr teuer. Habt ihr das geplant? Ja, geplant ist das auf jeden Fall, weil wir werden, so wie immer, ne, viel Dialoge schreiben und die kommen am besten, wenn sie vertont sind. Völlig klar. Ne? Und wie das dann aussieht, das werden wir dann sehen. Genau, müssen wir im Laufe des Jahres gucken, denn wir machen ja die Aufnahmen erst dann fertig, wenn auch die Texte alle fertig sind und das ist halt noch nicht der Fall. Entsprechend müssen wir mal gucken, dass wir dann einfach mal ein paar Infos einholen. Geplant sind da nicht wenige. Genau, ja, also wir sind textlastig, Ja. beziehungsweise auch Wir konnten noch nie dialoglastig. wenig, ne? Das ging noch nie. Ne? Ja, dann müssen wir mal schauen, Ja. was da der eleganteste Weg Ja. ist. Also momentan machen wir auf jeden Fall schon mal Deutsch und Englisch. Ja, dann ist die Frage, seid ihr in eurer eigenen Firma angestellt? Oh. Und die Antwort darauf ist aktuell nicht. Wir sind beide Gesellschafter und Geschäftsführer der eigenen Firma, zahlen uns aber aktuell keine eigenen Gehälter. Und wenn man das macht, dann muss man auch noch mal ein paar andere Sachen beachten. Also das muss man sich wirklich überlegen und das macht momentan ja auch noch gar keinen Sinn. Wir haben ja auch noch gar kein Produkt fertig und im Verkauf und darum kann man das auch jederzeit ändern, wenn man das wollen würde. Geplant ist es aber. Genau, Ja. also sobald es Sinn macht, würden wir das dann umändern. Wenn das klappt, was wir hier vorhaben. Genau. Ja. Wie wird denn bei Game Studios wie eurem bei den Steuern der Jahresumsatz berechnet? Ihr habt ja so gesehen nur alle paar Jahre euer Produkt. Ja. Das ist richtig. Das ist tatsächlich auch ein Problem häufig, weil es dann quasi
ihr müsst euch das so vorstellen, in einem Jahr verdient man im Grunde genommen ja erstmal dann vielleicht gar nichts oder super wenig. Dann in einem Jahr kommt ein Spiel raus, dann gibt es so einen Peak, weil die meisten Verkäufe macht man immer zum Release-Zeitpunkt und dann flacht das wieder ab. Und dann gibt es vielleicht wieder ein Jahr, wo man nichts rausbringt oder sowas in der Art. Ja? Und wenn man das so in der Art macht, dann geht der Staat her, beziehungsweise das Finanzamt und sagt, wir machen jetzt mal so eine Berechnung. Das heißt, in dem Jahr, wo wir jetzt zum Beispiel ein Spiel rausbringen, sagen die, oh, da ist ja sehr viel reingekommen, auch an Steuern, also müssen wir jetzt im nächsten Jahr Vorauszahlungen machen, die viel höher sind als das, was man da wieder einnehmen würde. Und das muss man dann versuchen, entweder zu stemmen oder mit dem Finanzamt zu verhandeln. Und das ist in der Spielebranche tatsächlich ein übliches Problem. So, ja, ich hoffe, das war ein guter Einblick in das, was momentan so ist. Ja. Aber wir machen es trotzdem gerne. Ne? Ja, genau, ja. Richtig. Es war hart, aber es ist cool. Macht Spaß. Ne? Ja, klar. Man ist immer wieder optimistisch. Ja. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier bei Billet Studio TV. Genau. Macht's gut, bis dann. Bis dann. Tschüss. Junge, ja, ganz schön nüchtern, ne, oder? Auf den ersten Blick schon, ja. Aber kann man jedem nur empfehlen, das mal durchzurechnen. Ja.